War es bis vor kurzem noch üblich, dass man zum kostenlosen Girokonto noch eine ebenso kostenfreie Kreditkarte dazu bekam, wird die immer öfter durch eine Debitkarte ersetzt. In diesem Video stellen wir dir 10 kostenlose Kreditkarten im Vergleich gegenüber, die du ganz einfach mit deinem bestehenden Konto nutzen kannst. Wir zeigen dir, welche Karten sich besonders lohnen, welche Zusatzvorteile sie jeweils bieten und wo ihre Vor- und Nachteile liegen. Am Ende des Videos verraten wir dir, wann welche Kreditkarte die beste für dich ist und worauf du unbedingt achten solltest. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns gerne einen Like da. Die vorgestellten American Express, Mastercard und Visa-Karten kannst du mit jedem beliebigen Konto nutzen. Du brauchst also dein Girokonto nicht zu wechseln. Links zu allen vorgestellten Kreditkarten findest du, wie immer, unter dem Video. Legen wir los. Welche Arten von Karten gibt es? In diesem Video zeigen wir dir zwar nur echte Kreditkarten, möchten dir aber auch die anderen Arten von Zahlkarten kurz vorstellen. Erstens, Prepaid-Karten. Sie werden, wie der Name schon sagt, vorab mit einem Guthaben aufgeladen, das du anschließend für Zahlungen verwenden kannst. Zweitens, Debitkarten. Bei Debitkarten werden die durch Zahlungen und Geldabhebungen genutzten Beträge innerhalb von 1 bis 2 Tagen vom Girokonto abgebucht. Die bekannteste Debitkarte ist die Girokarte, die oft auch noch als EC-Karte bezeichnet wird. Grundsätzlich funktioniert sie nur in Deutschland und kann im Ausland nur dank Co-Badging mit Maestro von Mastercard oder VPay von Visa eingesetzt werden. Sie können zudem nicht für Online-Zahlungen genutzt werden. Daneben gibt es die Visa- und Mastercard-Debitkarten. Sie können, wie auch die Kreditkarten der beiden Anbieter, weltweit und online eingesetzt werden. Einschränkungen in der Akzeptanz gibt es nur bei manchen Autovermietungen und Hotels. Drittens, Kreditkarten. Bei den Kreditkarten erhältst du einen Kreditrahmen, den du teilweise zinsfrei, in manchen Fällen aber auch gegen einen festgelegten Zins nutzen kannst. Interessant ist hier natürlich die zinsfreie Nutzung, auf die wir in diesem Video den Fokus legen. Kreditkarten werden in sogenannten Charge- oder Revolving-Karten unterschieden. Die Charge-Karte: alle Zahlungen und Bargeldverfügungen eines Monats werden gesammelt und dann am Ende des Monats gemeinsam abgerechnet. Die Nutzung des Rahmens ist zinsfrei. Und die Revolving Card. Auch bei Revolving-Karten werden alle Zahlungen eines Monats gesammelt und zusammen abgerechnet. Die Rückzahlung kann bei ihnen in einer Summe erfolgen oder aber in Teilraten. Bei Vollrückzahlungen bleibt der genutzte Kreditrahmen zinsfrei. Bei Teilzahlungen wird ein recht hoher Zins fällig. Du solltest die Teilrückzahlung in Raten also vermeiden. Gebühren und Kosten fallen bei Kreditkarten. Alle Kreditkarten, die wir dir gleich vorstellen, kommen ohne eine monatliche oder jährliche Gebühr. Bei einigen können jedoch Gebühren und Kosten anfallen, wenn du sie nicht richtig nutzt. Auf Folgendes solltest du achten. Bei den Kreditkarten, die das betrifft, geben wir dir einen entsprechenden Hinweis. Zinsen bei Teilrückzahlung. Wie schon gesagt, fallen bei der Nutzung der Teilrückzahlungsfunktion Zinsen an. Diese liegen in den meisten Fällen zwischen 10 und 25% per annum und sie lassen sich leicht vermeiden, indem du den monatlich aufgelaufenen Saldo immer komplett ausgleichst. Fast immer ist bei Revolving-Karten die Teilzahlungsfunktion eingestellt. Bis auf eine Ausnahme in unserem Vergleich kannst du sie aber dauerhaft auf 100% Rückzahlung per Lastschrift umstellen. Abhebegebühr. Bei einigen der Kreditkarten fallen Gebühren beim Geldabheben an. In manchen Fällen in Form eines Zinses, der von der Geldabhebung bis zur Rückzahlung fällig wird. In unserem Vergleich gibt es aber Karten, die weltweites, kostenloses Bargeldabheben ermöglichen. Fremdwährungsgebühren. Einige Banken berechnen Fremdwährungsgebühren beim Einsatz außerhalb der Eurozone. Alle diese Gebühren lassen sich mit unserer Kreditkartenempfehlung und bei richtiger Nutzung umgehen. Die Kreditkarten in unserem Vergleich. Die folgenden 10 Kreditkarten ohne monatliche oder jährliche Gebühr stellen wir dir in diesem Video gegenüber. Hanseatic Bank Genialcard, Barclays Visa, TF Bank Mastercard Gold, Santander Best Card Basic, Bank Norwegian Visa, Advancia Mastercard Gold, ICS Visa, AVA 7, American Express Payback und Payback Visa Flex Plus. Die Vergleichskriterien. Die kostenlosen Kreditkarten haben wir nach folgenden Kriterien miteinander verglichen. Erstens, Abhebegebühren. Einige Kreditkartenanbieter berechnen Gebühren für die Bargeldabhebung. Zweitens, Fremdwährungsgebühren. Beim Einsatz außerhalb der Eurozone werden bei manchen Anbietern Fremdwährungsgebühren berechnet. Drittens, bequeme Rückzahlung bei Lastschrift. Wenn du den monatlichen Saldo per Lastschrift ausgleichst, erfolgt die Rückzahlung immer pünktlich und du vermeidest Verzugszinsen. Nicht alle Anbieter ermöglichen den Lastschrifteinzug. Manche Karten kannst du nur per Überweisung ausgleichen. Viertens, Guthabenfunktion.
Normalerweise steht dir für Zahlungen und Abhebungen nur das Kreditlimit zur Verfügung, das die Bank individuell für dich festgelegt hat. Bei einigen Kreditkarten kann aber zusätzlich Guthaben aufgeladen werden, sodass du den Verfügungsrahmen ganz leicht erhöhen kannst. 5. Cashback und Rabatte. Bei manchen Kreditkarten erhältst du für Kartenzahlungen eine Rückvergütung, das sogenannte Cashback. In der Regel wird es in Form von Punkten gutgeschrieben, die dann in Geld oder Prämien ausgezahlt werden können. 6. Mobiles Bezahlen. Mobiles Bezahlen mit dem Smartphone, zum Beispiel über Apple Pay oder Google Pay, ist bequem und gilt als besonders sicher. So kannst du in Geschäften oder Restaurants ganz einfach kontaktlos mit deinem Smartphone oder deiner Smartwatch bezahlen. 7. Partnerkarten. Partnerkarten sind praktisch, wenn du deinen Kreditrahmen zum Beispiel mit Familienmitgliedern teilen möchtest. So lassen sich zum Beispiel auch Punkte gemeinsam sammeln. 8. Zinsen bei Teilzahlungsfunktion. Revolving-Kreditkarten ermöglichen dir, den aufgelaufenen Saldo auch in monatlichen Raten zurückzuzahlen. Wir zeigen dir die Zinsen, die dabei anfallen. Bei monatlicher Vollrückzahlung bleibt der genutzte Kreditrahmen übrigens zinsfrei. Du solltest also immer voll ausgleichen. Los geht's! 1. Die Abhebegebühren. Bei der Hanseatic Bank Genialcard fallen keine Gebühren beim Geldabheben an. Du kannst jeden Automaten mit Visa-Zeichen kostenlos nutzen. Auch die Barclays Visa kommt ohne Abhebegebühren. Hier ist ebenfalls jeder Visa-Automat gratis nutzbar. Mit der TF Bank Mastercard Gold fallen zwar keine Abhebegebühren an, allerdings wird vom Zeitpunkt der Abhebung bis zum Ausgleich ein effektiver Jahreszins in Höhe von 22,96% berechnet. Mit der Santander Best Card Basic kannst du 4-mal im Monat kostenlos Geld abheben. Ab der 5. Abhebung wird eine Gebühr in Höhe von 1%, aber mindestens 5,25 € fällig. Die Bank Norwegian Visa erlaubt kostenlose Abhebungen weltweit. Bei der Advansia Mastercard Gold werden keine Abhebegebühren berechnet. Aber hier fällt ein Zins in Höhe von 19,44% per annum von der Abhebung bis zum Ausgleich an. Mit der ICS Visa fallen bei Abhebungen in Deutschland 4% Abhebegebühren bei mindestens 5 € an. Außerhalb Deutschlands werden keine Abhebegebühren berechnet. Mit der AVA 7 Kreditkarte zahlst du weltweit keine Abhebegebühren. Mit der American Express Payback Karte werden 4% bei mindestens 5 € berechnet. Bei der Payback Visa Flex Plus Kreditkarte werden keine Abhebegebühren berechnet. Beachte, manche Geldautomatenbetreiber im Ausland berechnen eigene Gebühren, auf die deine Deutsche Bank keinen Einfluss hat. Besonders verbreitet ist das in den USA und in Thailand. 2. Die Fremdwährungsgebühren. Die Hanseatic Bank berechnet bei der Genialcard keine Fremdwährungsgebühren. Auch bei der Barclays Visa fallen keine Fremdwährungsgebühren an. Bei der TF Bank Mastercard Gold werden ebenfalls keine Fremdwährungsgebühren berechnet. Beim Einsatz außerhalb der Eurozone fallen bei der Santander Best Card Basic 1,5% Fremdwährungsgebühren an. Geld abheben ist aber 4-mal monatlich weltweit ohne Gebühr möglich. Mit der Bank Norwegian Visa bezahlst du keine Fremdwährungsgebühren. Auch bei der Advansia Mastercard Gold gibt es keine Fremdwährungsgebühren. Bei der ICS Visa Kreditkarte fallen beim Einsatz in fremden Währungen innerhalb der Europäischen Union 1,85% und außerhalb 2% Fremdwährungsgebühren an. Mit der AVA 7 Visa-Karte zahlst du keine Fremdwährungsgebühren. Mit der American Express Payback fallen 2% Fremdwährungsgebühren an. Mit der Payback Visa Flex Plus ist Geldabheben und das bargeldlose Bezahlen in fremden Währungen kostenlos. 3. Rückzahlung per Lastschrift. Bei der Hanseatic Bank Genialcard lässt sich die Rückzahlung per Lastschrift einstellen. Auch die Barclays Visa kann per Lastschrift ausgeglichen werden. Bei der TF Bank Mastercard Gold ist der Ausgleich nur per Überweisung und nicht per Lastschrift möglich. Die Santander Best Card Basic wird per Lastschrift ausgeglichen. Die Bank Norwegian Visa Karte kann nur per Überweisung und nicht per Lastschrift ausgeglichen werden. Die Rückzahlung bei der Advansia Mastercard Gold ist ebenfalls nur per Überweisung möglich. Die ICS Visa Karte kann per Lastschrift ausgeglichen werden. Auch bei der AVA 7 ist der Ausgleich per Lastschrift möglich. Die American Express Payback Karte wird per Lastschrift ausgeglichen. Mit der Payback Visa Flex Plus ist nur die kostenpflichtige Teilrückzahlung per Lastschrift möglich. Die kostenlose Vollrückzahlung geht nur per Überweisung. 4. Guthabenaufladung. Die Hanseatic Bank Genialcard kann laut AGBs nicht im Guthaben geführt werden. Die Barclays Visa kann im Guthaben geführt werden, um so den Verfügungsrahmen zu erhöhen. Die TF Bank Mastercard Gold kann nicht mit Guthaben aufgeladen werden. Die Santander Best Card Basic kann auch im Guthaben geführt werden. Die Bank Norwegian Visa Kreditkarte kann nicht im Guthaben geführt werden. Auch die Advansia Mastercard Gold Kreditkarte lässt sich nicht im Guthaben führen. Die ICS Visa Karte kannst du mit Guthaben aufladen. Auch die AVA 7 Kreditkarte ist aufladbar.
Die American Express Payback Kreditkarte kann nicht im Guthaben geführt werden. Auch die Payback Visa Flex Plus Karte lässt sich nicht mit Guthaben aufladen. 5. Cashback und Rabatte. Mit der Hanseatic Bank Genialcard hast du keinen direkten Cashback beim Bezahlen mit der Karte. Es gibt hier ein Gutscheinportal, bei dem du mit der Hanseatic Bank Kreditkarte Gutscheine kaufen kannst, die einen höheren Wert haben als ihr Kaufpreis. Dabei sind mehr als 100 Online-Shops, unter anderem Adidas, Zalando, Otto, Sportcheck oder About You. Außerdem erhältst du 5% Rabatt bei Urlaubsbuchungen über die Urlaubsplus GmbH. Bei der Barclays Visa gibt es keinen Cashback und keine Rabatte, dafür allerdings eine Ratenkauffunktion. Mit ihr kannst du bei Einzelkäufen zwischen 95 und 500 Euro eine Ratenzahlung einstellen. Die ist bei 3-monatiger Laufzeit zinsfrei. Die TF Bank Mastercard Gold bietet einen Cashback von 5% auf Reisebuchungen über urlaubsplus.de und mietwagen.de. Mit der Santander Bestcard Basic erhältst du ebenfalls 5% Erstattung auf Reisebuchungen bei urlaubsplus.de. Außerdem gibt es 1% Tankrabatt bis maximal 200 Euro Tankstellenumsatz. Die Bank Norwegian Visa bietet keine Rabatte. Mit der Advancia Mastercard Gold erhältst du einen Cashback von 5% auf Reisebuchungen über urlaubsplus.de und mietwagen.de. Mit der ICS Visa erhältst du 4% Cashback bei Booking.com, wenn du über ICS buchst und mit der Karte bezahlst. Mit der AVA 7 hast du Zugriff auf das Gutscheinportal der Hanseatic Bank. Mit der American Express Payback Kreditkarte sammelst du einen Payback-Punkt je 2 Euro Umsatz auch bei Nicht-Payback-Partnern. Ausgenommen sind Tankstellenumsätze. Lässt du die Payback-Punkte in Bargeld auszahlen, kommst du so auf 0,5% Cashback. Nutzt du die Payback-Karte bei Payback-Partnern, erhältst du zusätzlich auch die regulären Punkte und kommst so in den meisten Fällen auf 1% Cashback. Außerdem hast du Zugriff auf die Amex-Offers, bei denen du Gutschriften oder zusätzliche Punkte bei zahlreichen Amex-Partnern bekommst. Mit der Payback Visa Flex Plus bekommst du einen Payback-Punkt je 5 Euro Umsatz, auch bei Nicht-Payback-Partnern. So kommst du im besten Fall auf 0,125% Cashback. Bei Payback-Partnern erhältst du zusätzlich auch die regulären Punkte, was zusätzlich etwa 0,5% Cashback entspricht. 6. Mobiles Bezahlen. Die Hanseatic Bank Kreditkarte unterstützt Apple Pay und Google Pay. Mit der Barclays Visa ist die Nutzung von Apple Pay und Google Pay möglich. Auch die TF Bank Mastercard Gold bietet Apple Pay und Google Pay. Mobiles Bezahlen ist mit der Santander Bestcard Basic nicht möglich. Die Bank Norwegian Visa unterstützt Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay und Garmin Pay. Die Advancia Mastercard Gold ermöglicht mobiles Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay. Die ICS Visa ermöglicht kein mobiles Bezahlen. Die AVA 7 Visa-Karte bietet Apple Pay und Google Pay. Die American Express Payback-Karte unterstützt nur Apple Pay. Die Payback Visa Flex Plus eignet sich nicht zum mobilen Bezahlen. 7. Partnerkarten. Hanseatic Bank Genialcard. Keine Partnerkarten? Barclays Visa? Bis zu 3 Partnerkarten gratis? TF Bank Mastercard Gold, keine Partnerkarte, Santander Bestcard Basic, eine Partnerkarte gratis, Bank Norwegian Visa, keine, Advancia Mastercard Gold, keine, ICS Visa, eine Partnerkarte gratis, AVA 7, keine Partnerkarten, American Express Payback, Partnerkarten sind gratis und Payback Visa Flex Plus, keine Partnerkarten. 8. Zinsen bei Nutzung der Teilzahlungsfunktion. Bei der Nutzung der Teilrückzahlungen des monatlichen Saldos fallen relativ hohe Zinsen an. Hanseatic Bank Genialcard 13,6% effektiver Jahreszins. Barclays Visa 18,38% effektiver Jahreszins. TF Bank Mastercard Gold 19,39% effektiver Jahreszins. Santander Bestcard Basic 13,98% effektiver Jahreszins. Bank Norwegian Visa 19,55% effektiver Jahreszins. Advancia Mastercard Gold 19,44% effektiver Jahreszins. ICS Visa 15,9% effektiver Jahreszins. AVA 7 13,6% effektiver Jahreszins. American Express Payback Chargekarte, keine Teilzahlungen. Payback Visa Flex Plus 13,15% effektiver Jahreszins. Kostenlose Kreditkarten.
Welche ist die beste? Unter den vorgestellten 10 kostenlosen Kreditkarten bietet die Barclays Visa Kreditkarte die meisten Vorteile. Sie ist kontounabhängig und kostenlos und du kannst sie weltweit ohne Gebühren zum Bargeld abheben und zum Bezahlen einsetzen. Es fallen keine Abhebe-, Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren an. Dank der Möglichkeit, die Karte auch im Guthaben zu führen, bist du nicht auf deinen Kreditrahmen beschränkt, sondern kannst den Verfügungsrahmen leicht erhöhen. Auf Wunsch kannst du bis zu 3 Partnerkarten kostenlos dazu erhalten. Interessant ist zudem das enthaltene Notfallpaket, mit dem du bei Verlust der Karte innerhalb von 48 Stunden Notfallbargeld und eine Notfallkarte per Kurier erhältst. Kostenlos und auch im Ausland. Auch die zinsfreie Ratenkauffunktion für Käufe zwischen 95 und 500 Euro über 3 Monate Laufzeit ist ein attraktives Extra der Karte. Für den Einsatz in Deutschland und der Eurozone ist zudem die American Express Payback Kreditkarte sehr spannend, da du mit ihr bei praktisch jedem Einkauf, ausgenommen sind lediglich Tankstellen, Payback-Punkte sammeln kannst, die du dann in Prämien oder Bargeld tauschen kannst. Auch bei Nicht-Payback-Partnern sammelst du mit der Karte Punkte. In Deutschland wird Amex mittlerweile bei allen Supermärkten und Discountern akzeptiert. Links zu den beiden und allen anderen vorgestellten Karten findest du unter dem Video. Hast du noch Fragen zu den Karten, dann schreib sie einfach in die Kommentare. Wir beantworten sie gern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.